Hallo Freunde der gepflegten Motorradunterhaltung und herzlich willkommen auf Burning Feet Adventures. In diesem kurzen Video geht es um das Thema Wasser- und Spritversorgung in der Wüste. Dazu habe ich gerade ein schönes Paket bekommen. Aus Holland. Ja, die machen immer so ganz leckere, sieht man das überhaupt? So ganz leckere Waffeln da rein. Okay, die esse ich dann zum Abendbrot. Aber worum es eigentlich geht, sind diese beiden Items hier. Und zwar haben wir einmal hier von Giant Loop den Cactus Canteen. Ich glaube, der ist ganz neu auf dem Markt. Den gibt es erst seit diesem Monat. Und noch ein Paket enthalten ist von Giant Loop dieser 2 Gallonen Spritbehälter. Also 2 Gallonen sind ungefähr, ich glaube, hier steht es auch drauf, 7,6 Liter. Ist eine ganze Menge, aber wir haben bei uns auf unserer Tour jetzt in Afrika Sektionen dabei, wo es vorkommen kann, wenn es wirklich dumm läuft, dass wir zwischen 600 und 700 Kilometer keinen Sprit bekommen. Dementsprechend haben wir ja den größeren Tank montiert von der Service, der 22, vielleicht auch 23 Liter fasst. Dazu jetzt noch diese 7,6 Liter. Damit sollte man nicht auf der sicheren Seite sein. Ja, weiter zum Thema Sprit und Spritversorgung habe ich mir auch noch für den Service-Tank einen kleinen Tankeinsatz besorgt. Der passt genau in den großen Tank für die Tenere. Und ich kann es ja mal aufreißen. Ja, ein ganz normaler Tankeinsatz und er filtert den ganzen Dreck oder die größeren Partikel aus dem Sprit heraus, weil es sehr wahrscheinlich in den Regionen in Afrika keinen hochwertigen Sprit gibt und wenn es ganz dumm läuft, auch verunreinigten Sprit. Und wie gesagt, die größten Dreckpartikel werden damit rausgefiltert. Wenn natürlich ein hoher Wasseranteil im Sprit vorherrscht, dann nützt ein Partikelfilter natürlich überhaupt nichts. Man kann sich nur so gut vorbereiten wie möglich und die nächste Option wäre noch, eine zweite Spritpumpe mitzunehmen. Aber irgendwann ist es auch der Overkill. Irgendwann muss man auch diesen Kompromiss zwischen Gewicht und, ja, man kann nicht das ganze Motorrad ein Ersatzteil mitnehmen. Ne? Also erstmal bleiben wir hier bei diesem Filter und lassen die zweite Benzinpumpe zu Hause. So, zumindest auf der Seite von Giant Loop, oder heißt es nicht Armadillo? Warte mal, wie hieß denn das richtig? Armadillo Bag. Steht drauf, dass es die neue Version ist und bei der neuen Version gibt es ein paar Veränderungen. Unter anderem hat man jetzt auch hier den Schnorchel gleich mit dabei. Das heißt, der wird hier eigentlich ganz clever direkt verpackt an der Seite transportiert mit so einem Dreckabhaltern hier vorne dran, so eine Flaps. Einfach zumachen, fertig aus. Hier wird es aufgedreht. Ja, ich will gar nicht so viel Quatsch da jetzt drüber erzählen. Wir gehen nachher nochmal zum Motorrad und dann zeige ich euch, wie ich das Ganze am Motorrad montieren werde, beziehungsweise wie ich mir vorstelle, das Ganze zu montieren. Weil bisher ist es ja alles nur theoretische Natur und ja, wenn ich ehrlich bin, ich war ja noch nie in der Wüste unterwegs, beziehungsweise nicht in den Regionen von Afrika. Alle, die vielleicht schon in der Wüste unterwegs waren, die werden mich jetzt auslachen, aber für mich ist das Ganze jetzt auch eine Art Testballon. Ich versuche hier meine Erfahrungen zu sammeln und das dann auch für spätere Touren anwenden zu können. Also, Spritversorgung, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Dieses Teil, was wir nachher noch montieren werden. Dann den größeren Tank von der Service und das ganze Tool hier zum Reinigen der Partikel, der größeren Partikel. Kommen wir nochmal zum Thema Wasserversorgung. Also Wasserversorgung ist ja genauso wichtig wie Spritversorgung. Was hast du davon, wenn dir der Sprit ausgeht und du dann in der Wüste elendig verdursten musst? Also Wasser und Sprit müssen beide irgendwie im Einklang stehen. Also ich habe zum einen von Enduristan meine 3 Liter Trinkblase dabei. Die passt genau in den Hurricane 15, das ist mein Rucksack, ist jetzt ein neuer Rucksack, aber den alten habe ich jetzt seit 50.000 Kilometern im Einsatz und vielleicht mache ich auch mal ein Review über den Rucksack, warum ich denke, dass es aktuell noch der beste Adventure-Rucksack auf dem Markt ist, auch wenn er nicht perfekt sein sollte. Also Trinkblase, dann habe ich hier von Katadyn den Be Free, den hatte ich jetzt auch vor ein paar Monaten im Himalaya dabei. Der filtert auch das Wasser raus, das heißt, hier kann man verunreinigtes Wasser reinmachen. Ja, das Ganze wird dann hier durchgedrückt oder man trinkt es direkt aus der Flasche. Also ich würde es dazu nutzen, um halt das Wasser, was ich da bekomme, was ich nicht abkochen kann, einfach durchzudrücken und das dann in der Trinkblase zu lagern und dann zu trinken. Ja, das gleiche gilt auch für das Wasser,
Was hier ist, entweder ich filter das ganze Wasser vorher, fülle das da rein, trinke es dann daraus, oder aber ich werde das normale unbehandelte Wasser hier in den Kantinen, Kaktuskantinen transportieren, daraus entnehmen und dann hier mit reinigen, bevor ich es trinke. Also schauen wir uns das ganze Teil mal an. Das ist ziemlich kompakt. Wie gesagt, eine US-Gallone, das sind 3,8 Liter. Hier gibt es den großen Einfüllstutzen, das heißt, hier kann man auf jeden Fall gut an den Wasserhahn ran das Ganze dann voll machen. Was ich auch super finde, ist, dass man diese Befestigungsmöglichkeiten hat. Also ich habe auch schon eine Idee, wie ich das Ganze mit meinen Endurostar Blizzards oder mit dem Endurostar Tornado verbinden kann, sodass das Ganze halt nicht zu stark verrutscht. Und der eigentliche Clou an dem Teil befindet sich hier unten. Das kann man aufmachen. Zack, aufmachen, rausziehen und dann kann man damit das Wasser ablassen. Das kann man natürlich auch nochmal reinigen. Das heißt, man könnte jetzt noch einen Schlauch dazwischen schalten mit einem extra Filter. Aber ja, also die Idee ist ganz gut. Es wird einfach nur aufgehangen und dann über die Schwerkraft kann das Wasser rausfließen. Ja, dafür gibt es hier diesen Clip. Den kann man dazu nutzen, das Ganze an den Lenker zu befestigen oder aber auch zum Tragen. Oder aber auch, und das können wir uns jetzt mal kurz angucken, um das Ganze zusammenzurollen, weil das trifft natürlich auch prima auf diese Fuel Bladder zu. Die brauchen wir ja nicht die ganze Zeit. Das heißt, wir fahren damit nicht die ganze Zeit vollgepackt durch die Wüste, sondern nur, wenn wir wirklich den Sprit brauchen. Da kommt das Teil zum Einsatz. Ansonsten ist das ganz klein verpackt, irgendwo im Rucksack selber. Also man kann das Ganze sehr platzsparend, wenn man es nicht brauchen sollte, zusammenrollen. Einfach zusammenrollen, dann hier irgendwo einhaken und dann ist das wirklich schön klein und kompakt und nimmt so gut wie keinen Platz weg in den Packtaschen. Anders als zum Beispiel jetzt ein starrer Container ist das eine sehr gute Möglichkeit. Wir können es ja nochmal hier mit dem Bag ausprobieren. Zack, einfach nur zusammenrollen. Und schon hat man das Ganze auf ein minimales Maß komprimiert. Also außen an den Endurostar Blizzards, an den Satteltaschen befestigen oder wo auch immer. Und dann kann das Ganze, ob das jetzt nach Sprit stinkt oder nicht, ist mir völlig egal. Ja, kann das da sich dran ausdünsten. Also, wie machen wir das Ganze fest? Ich werde dafür entweder von Rockstraps meine Zurgurte nehmen. Die machen sich da ganz gut, weil die so einen leichten Stretch haben. Von Giant Loop selber gibt es auch Gurte, aber ich habe ja diese Rockstraps schon, warum soll ich dann extra neue Gurte kaufen? Das heißt, die Rockstraps können ganz einfach hier drunter durchgezogen werden und dann damit am Motorrad befestigt werden. Ja, also finde ich eine super Sache. Und wenn die nicht reichen, nehme ich einfach meine 2,99 € Zurgurte aus dem Baumarkt. Die tun es genauso. Die kann ich dann natürlich nutzen, um zum Beispiel das Trinkbehältnis hier zu befestigen. Also das ist ganz gut. Diese Laschen sind schön breit, die da drauf genäht sind. Und man kann eigentlich jede Art von Zurgurt da durchführen. Ja, ich glaube sogar die dickeren sind optimaler, weil die noch weniger Spiele haben. Aber richtig festgezurrt dürfte auch mit den dünneren Zurgurten nichts passieren. Ja, das war es erstmal soweit zum Thema Wasser- und Spritversorgung. Ich denke mal, da sind eine Menge Experten unter euch draußen am Start. Und wer mir noch ein paar Tipps zukommen lassen möchte für meine Afrika-Reise, ist herzlich willkommen, das in die Kommentarbox zu schreiben. Ich denke mal, ich esse die Waffeln jetzt doch. Jetzt habe ich so viel drüber gequatscht, jetzt haue ich mir die rein. Was ich gerade noch gesehen habe und was eigentlich ziemlich cool ist die Tatsache, ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video jetzt sehen kann, ist, dass hier drinnen sich schon ein ganz grober Filter befindet. Also der sollte auch schon mal, ja, so ein Sieb, so ein Metallsieb ist da eingesetzt, der sollte auch schon mal ein bisschen von dem Dreck wegnehmen. Tada!
Also ich habe mir auch schon Videos angeschaut auf der Seite von Giant Loop und da sind die ja wirklich mit den Motorrädern, unter anderem auch mit der Tenere 700, da über die Spritblase und den Wasserkanister drüber geballert. Also das hat es echt ausgehalten. Also das ist echt ein Wunder, unglaublich. Ich glaube auch nicht, dass die Dinger irgendwie bersten werden. Na klar, ist immer ein Risiko, gerade in der Wüste, wenn es sehr, sehr heiß wird, dann dehnt sich der Sprit aus. Das heißt, man sollte eventuell ab und zu mal die Kappe öffnen, um den Druck abzulassen. Aber durch Erschütterungen oder halt durch die ganzen Vibrationen, da sollte echt nichts passieren. Ich habe auch keine Bedenken, da noch eine Gepäckrolle oben drüber zu legen, weil meine Idee ist nämlich, dass ich diese Tasche, wenn sie dann voll sein sollte, längs auf den Sitz packe und mein Tornado L, meine Gepäcktasche oben drüber lege, ja, damit ich den Schwerpunkt so niedrig wie möglich halte. Ja, und das werde ich sehr wahrscheinlich auf meine Blizzard XL oben drauf schnallen. Da gibt es nämlich auch extra noch Befestigungspunkte und ja, eigentlich ist das eine ganz, ganz coole Kombination. Also ich bin froh, dass ich jetzt genau diese Teile bekommen habe. Aber wir werden schauen.